Ran an den Speck, ich zeige euch heute den aktuellen Nachfolger des legendären Kenwood VW-Geräts. Extra für euch VW-Fahrer und Skoda und Seat-Fahrer, also Teile davon. Ja, für euch ist genau dieses Gerät gemacht worden, weil das Design auf diese VW-Geräte eben abgestimmt wurde und auch die Elektrik und Elektronik genau dafür gebaut wurde. Für den Golf 5, Golf 6, für den T5, T6, für den Scirocco, für den Touran, für den Beetle oder auch für den Seat, da gibt es ein paar Modelle, wo das passt, und auch für den Skoda. Und damit ihr das ganz genau wisst, haben wir die ganzen Modelle mit entsprechendem Baujahr ans Ende des Videos oder mit in den Videobeschreibungstext niedergeschrieben. Der Kenwood DNX 516 DABS hat EU-Navigation bereits in Haus mit dabei. Ihr könnt also direkt hier los navigieren, und diese Navigationssoftware ist von Garmin, und gleich mit dabei habt ihr auch ein 3-Jahres-Update kostenlos ab Registrierungsdatum. Zusätzlich zu unserem DVD-CD-Laufwerk, welches bereits hier oben integriert ist, haben wir natürlich mit dabei Bluetooth frei sprechen. Wir haben Bluetooth Audio Streaming. Wir haben dabei Digitalradio, DAB+ für störungsfreien Empfang und volle Dynamik und vielen, vielen Sendern. Was haben wir noch? Wir haben noch 2 USB-Anschlüsse auf der Rückseite, die ich ins Handschuhfach legen kann, für welche Medien auch immer. Wir können das iPhone oder den iPod steuern, und wir können natürlich noch UKW hören, wer es noch braucht. Der beste Fortschritt, den das Gerät jetzt bieten kann, ist Apple CarPlay und Android Auto, damit ich endlich mein Handy spiegeln kann direkt auf die Bildschirmfläche von meinem DNX 516 DABS. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich nochmal genauer. Die Formate H264. Wir haben MPEG 1, 2 und 4, was wir wiedergeben können. Wir können JPEG und sogar in Slideshow-Funktion wiedergeben. Die Audioformate WMA, MP3 sowieso. Wir haben noch AAC, das Apple-Format, und für die High-Ender unter euch, wir können jetzt auch das FLAC-Format wiedergeben. Wer es mit anschließen mag, kann natürlich eine Rückfahrkamera mit anschließen. Auch die Rückfahrfunktion, also Rückwärtsgang rein, Rückwärtskamera direkt auf dem Bildschirm platzieren, ist natürlich mit dabei, und wir können noch zusätzlich eine Frontkamera installieren und anschließen. Was ich immer ganz wichtig finde, mit zu erwähnen, dass alle diese Geräte über die Lenkradfernbedienung vom Fahrzeug auch steuerbar sind. Ihr braucht dazu nur das entsprechende passende Lenkradfernbedienungsinterface, und bei der Beratung helfen wir euch natürlich auch gerne, falls ihr das nicht bei uns im Webshop von alleine findet. Durch die Multicolor-Funktion kann ich mein DNX 516 DABS in meinem VW Seat Skoda auch farblich optimal so einstellen, wie ich möchte. Ich kann auch den Hintergrundbildschirm entsprechend anpassen in der Farbe oder eben auch im Design. Ja, also das sieht man ja eigentlich so ganz nett. Soundtechnisch hat das Multimedia-Gerät von Kenwood einiges zu bieten. Wir haben grundsätzlich mal 4x50 Watt Grundausgangsleistung, um das Auto in jedes Soundsystem mit zu integrieren, was an für sich Standard im Fahrzeug drin ist. Also vorne 2 Lautsprecher, hinten 2 Lautsprecher. Zusätzlich haben wir natürlich noch 3 Paar Cinch-Ausgänge für die Erweiterung einer kompletten Soundanlage, wo dann sogar auf 4 Volt Power-Technik ist, also um die beste Dynamik auch in die Soundanlage reinzubringen. Auch das hat dieses Gerät bereits intus. Wir haben einstelltechnisch einen 13-Band grafischen Equalizer, wo man also den Sound optimal im Auto so einstellen kann, dass es mir gefällt, dass es linear klingt. Und dazu habe ich eben 13 verschiedene Bänder, die ich eben entsprechend anheben kann oder absenken kann und nach meinem Geschmack einstellen kann. Parallel dazu haben wir auch unsere Laufzeitkorrektur. Die Laufzeitkorrektur hilft mir, dem Soundsystem zu sagen, wo ich als Fahrer denn überhaupt sitze im Auto. Eben vorne links meistens bei uns in Europa, zumindest in Deutschland jetzt mal. Und da kann ich dann eben die Entfernungen meiner Lautsprecher eingeben und die Bühne von dem Soundbild direkt aufs Armaturenbrett ziehen, sodass es wirklich total aus einem Guss klingt.
Zusätzlich haben wir auch die aktiven Frequenzweichen, die wir über das Gerät einstellen können, sodass zum Beispiel die vorderen Lautsprecher vom Bass entlastet werden durch den High-Pass-Filter, durch den integrierten, oder auch wenn wir einen Subwoofer über die externe Endstufe anschließen, auch einen Low-Pass-Filter so einstellen können, dass der Bass eben wirklich nur Bass macht und nicht noch irgendwelche Hochtonanteile mit drauf hat. Diese Soundeinstellungen sind beim Kenwood DNX 516 DABS bereits komplett integriert. Und wer sich jetzt fragt, auch in meinem Golf, hey, ich habe ein rotes MFA oder ein weißes MFA oder ich habe eine Lenkradfernbedienung oder keine, all diese Fragen klären wir am Ende des Videos nochmal, weil es gibt jetzt auch 4 verschiedene Pakete, die wir euch anbieten, passend für das entsprechende Modul, was ihr im Fahrzeug drin habt. Also bis zum Ende gucken, da kriegt ihr alles mit, was ihr braucht. Damit ihr ein paar Eindrücke bekommt, wie Audio-Streaming und Bluetooth-Freisprechen ausschaut, zeige ich euch das jetzt nochmal, wie wir koppeln und wie das dann live ausguckt. Wir gehen in die Einstellungen rein, gehen natürlich zu Bluetooth. Das müssen wir natürlich erstmal anschalten und suchen uns das passende Gerät her. Hier bei uns in der Vorführhalle, hier haben wir einige Geräte mehr mit drin. Hier haben wir unseren DNX 516. Ja, ich möchte koppeln. Dann sage ich hier auch nochmal koppeln und dann sind die 2 Geräte schon verbunden. Wenn wir jetzt Handy und Multimedia-Gerät zusammen gekoppelt haben, dann habe ich jetzt 2 Funktionen. Einmal Bluetooth Audio Streaming. Das heißt, ich kann jetzt meine Songs hier direkt von meinem Handy aus auf meinem Multimedia-Gerät steuern und kann jetzt zum Beispiel hier Titel und Interpreten anzeigen lassen oder umgekehrt. Ich kann hier auch skippen und sagen, so, ich will jetzt das abspielen lassen. Zweitens haben wir natürlich den Telefonhörer, also richtig frei sprechen, haben wir hier auf der Home Bildschirmdarstellung unseren Telefonhörer und da kann ich jetzt entweder im 10er-Block wegwählen oder ich gehe in mein Telefonbuch rein und kann hier entsprechend die Namen auswählen, wo ich jetzt hin möchte, der Jochen Beck zum Beispiel, und kann dann eben entsprechende Nummern auswählen und direkt loswählen. Bei diesem Multimedia-Gerät in der Telefoneinstellung kann man sogar 2 Telefone gleichzeitig koppeln. Also nicht nur registrieren und zur Verfügung stellen, sondern tatsächlich beide gleichzeitig gekoppelt, sodass ich zum Beispiel mein Geschäftstelefon und mein Privattelefon nebeneinander im Auto liegen lassen kann und eben entsprechend auch das Gespräch vom Privathandy oder vom Geschäftshandy entgegennehmen kann und kann von einem zum anderen hin und her switchen. Jetzt geht's los mit Apple CarPlay und Android Auto. Ich zeige euch mal kurz, wie das funktioniert. Beim iPhone schließen wir auf einem USB, also es ist leider nur einer von beiden USB, den ich dafür hernehmen muss. Was heißt leider, es ist halt einer vorgesehen dafür. So, sobald ich mein iPhone anschließe, wechselt auch schon mein Bildschirm vom DNX 516 DABS auf den Apple CarPlay Bildschirm. Und da sieht man jetzt schon, ich kann jetzt hier zum Beispiel das Telefon anwählen, ich kann mein iTunes direkt abrufen und kann mir entsprechend meine Listen rauslassen, als die Alben zum Beispiel, kann das direkt hier anwählen. Oder eben auch die Maps, Google Maps anwählen. Ich kann meine iNachrichten, meine iMessages, also meine ursprüngliche SMS entsprechend anwählen und mit Siri buchstabieren. Das meiste, was über Apple CarPlay läuft, bei den Eingaben ist in der Regel erstmal Siri, wegen der Eingabesicherheit, dass man die Hände am Lenkrad lassen kann. Und mit dem Home-Button zum Beispiel komme ich auch wieder zurück auf meine eigentliche Struktur vom Multimedia-Gerät, was eben das Gerät auch ohne Apple CarPlay zu bieten hat. Und wenn ich wieder auf Apple CarPlay zurückschalten möchte, kann ich hier über meinen Button über Apple CarPlay wieder hier reingehen. Und ich kann auch, wenn ich zum Beispiel Spotify mit draufgeladen habe, entsprechend auch Spotify hier nutzen und von hier aus bedienen. Man kann natürlich auch Google Maps nutzen, wie schon angesprochen. Dafür haben wir ja extra diesen Button und da haben wir dann unsere Landkarte, wie gewohnt, vom Handy natürlich drauf. Da kann ich mich entsprechend hin und her bewegen oder auch mit dem Zoom rein und raus gehen. Und die Ziele eben also entweder hier die Points of Interest in meiner Umgebung mir anzeigen lassen und mir hier das mal anschauen, was es hier alles gibt. Oder eine Zieleingabe per Siri, per Mikrofon oder eben, wenn mir das nicht ganz taugt, dann habe ich hier immer noch die Tastatur, wo ich mein Ziel wie gewohnt manuell eingeben kann. Ebenfalls hält Apple CarPlay einen Button bereit, der heißt aktueller Titel, und aktueller Titel gibt mir die Möglichkeit, egal von welcher App ich auch immer habe, was vielleicht über Apple CarPlay gar nicht gematcht wird, trotzdem den Ton wiederzugeben, halt bedienen übers Handy,
aber eben Ton tatsächlich direkt hier über meinen DNX 516 DABS wiedergeben. So, und weiter geht's mit Android Auto, also das Gegenstück für alle Apple-Fans, jetzt zu den Android-Fans. Wenn ihr das erste Mal euer Gerät miteinander verbindet, ja, dann wird sowieso entsprechend gleich eine Weiterleitung auf den Android Play Store gemacht, auf die entsprechende App, und zwar die Android Auto App. Hier in dem Fall haben wir sie schon downloadet und installiert, und wir können jetzt in dem Home-Menü entsprechend umschalten auf unser Android Auto, das finden wir dann hier, und habe jetzt Zugriff auf ebenfalls eben die Maps oder auf meinen Musikspeicher über mein Spotify, egal was ich hier eigentlich alles mit angeboten kriege. Ich kann jetzt hier zum Beispiel meine letzten Ziele direkt abrufen, geht es direkt in die Navigation rein und läuft hier los. Also das ist das Gegenstück oder die Ergänzung zum eigentlichen Multimedia-Gerät, was eben Kenwood sowieso schon alles zu bieten hat, aber eben nochmal in einer anderen Version über Apple CarPlay oder Android Auto. Für alle Interessierte, die jetzt sagen, welches Paket brauche ich denn jetzt für meinen Golf oder Scirocco oder für meinen Touran, wie wir es eben schon alle angesprochen haben. Es gibt davon 4 Versionen. Das ist abhängig davon, was da als Zubehör mit in dem Paket mit dabei liegt. Wir haben das für euch schon bereits vorgepackt für ein Fahrzeug mit roter MFA und ohne Lenkradfernbedienung. Da liegt nämlich dann nur ein CAN-Bus mit dabei, und das ist Paket 1. Ja, also rote MFA und keine Lenkradfernbedienung. Jetzt haben wir Paket 2, das ist mit roter MFA und Lenkradfernbedienung. Da wird dann auch die ganze Geschichte übers Lenkrad mitgesteuert und ihr könnt eben das Gerät über die Lenkradfernbedienung bedienen. So, und alle, die jetzt eine weiße MFA haben, da gibt es jetzt Paket 3. Da liegen nämlich andere CAN-Bus-Interfaces mit dabei. Das kann nämlich jetzt auch die ganzen Eigenschaften wie Sitzheizungsangabe, Klimaanlage, Einschwenk und so weiter, alles, was eben vorher das Gerät auch schon konnte, das originale VW-Gerät oder Skoda oder Seat-Gerät, all das wird jetzt bei der weißen MFA im Paket 3 wiedergegeben über das Multimedia-Gerät. Und wer sogar über MFA Plus oder Premium im Auto besitzt, wer das hat, der kann sogar noch die Pfeildarstellung von der Navigation im MFA rückwirkend wieder darstellen lassen. Und Paket 4 beinhaltet die Adaptionsmöglichkeiten auf den Power-Quad-Lock-Anschluss. Davon gibt es relativ wenige Fahrzeuge, die in dieser Bauserie überhaupt für das Gerät in Frage kommen. Wir haben euch aber trotzdem so ein Paket zusammengeschnürt, damit ihr das gleich alles richtig habt. Wie findet man raus, dass man einen Power-Quad-Lock-Anschluss am Autoradio hat? Natürlich muss das Autoradio erstmal ausgebaut werden, und jetzt zeige ich euch hier ein Bild. Da sind 2 Pfeile mit drauf, und wenn ein Power-Quad-Lock vorliegt, dann haben wir genau an dieser Stelle 2 dicke Pins, die sonst bei einem normalen Quad-Lock an der Stelle eigentlich nicht sind. Und wenn ihr diese dicken Pins dran habt und auch entsprechende dicke Kabel mit dran habt, dann habt ihr die Power Quad-Lock Version, und wenn ihr diese nicht dran habt, dann nehmt ihr die Pakete 1 bis 3. So, am Ende von diesem Video möchte ich jetzt doch nochmal sagen, dass die Grafikdarstellung bei den diesjährigen Geräten von Kenwood alle sehr, sehr gelungen sind. Das schaut echt cool aus. Vor allem auch, dass man es fast intuitiv wie ein iPhone bedienen kann. Also zum Beispiel eben den Button mit länger anklicken und dann einfach woanders hinziehen und die Position des Buttons einfach zu verändern, weil es mir besser liegt. Das finde ich sehr, sehr geil. Die Geschwindigkeit von Grafikaufbauten und so weiter, die ist auch sehr gelungen. Es ist ein sehr, sehr guter Prozessor mit installiert. An manchen Stellen könnte das Gerät tatsächlich irgendwie hackelfreier laufen. Aber ich würde jetzt mal sagen, das ist so gut gelöst schon alles mittlerweile, dass man über diese kleinen Sachen vom Kenwood wirklich total hinwegsehen kann und sich über die ganzen geilen Funktionen, das das Gerät mit sich bringt, total freuen kann und auch optisch eben ein Leckerbissen im Auto hat. Wir freuen uns immer wieder, wenn ihr uns viele Kommentare schreibt, was wissen wollt, dann sehen wir, euch interessiert das Thema. Über Abonnenten freuen wir uns natürlich auch ständig, also Abo klicken, ja, für alle, die es noch nicht gemacht haben. Und wer sich jetzt fragt,
hey, sag mal, könnt ihr nicht ein Video machen, wie ihr das in so einen Golf oder sowas einbaut? Natürlich haben wir nämlich schon alles gemacht mit unserem echt gut geklickten Video über den Golf 5. Da machen wir unten direkt noch einen Link im Videobeschreibungstext rein, wo ihr direkt auf das Video kommt. Und da haben wir das Vorgängermodell eingebaut, aber von der Installationsweise ist es eigentlich genau das Gleiche. Es hat sich ja nicht viel geändert, außer eben die modifizierte Technik im Gerät drin. Für alle, die das Gerät jetzt so interessiert, dass sie sagen, jetzt möchte ich es sogar einbauen, ja, erkläre ich euch jetzt nochmal, was wir alles auf der Rückseite für Kabelanschlüsse finden und was alles im Lieferumfang mit dabei ist. Also als allererstes muss man mal natürlich erwähnen, die GPS-Maus für den Navigationsempfang ist im Lieferumfang mit dabei. Wir haben hier 2 Anschlüsse, die zusammen auf einen so einen kleinen Stecker gehen für die USB 1 und USB 2 Anschlüsse, wo man natürlich auch Handys laden kann, entsprechend Ladestrom mit drauf ist. Wir haben einen Hauptanschlussstecker, das ist das hier. Und da haben wir auch unseren ISO-Anschluss, also den Konnektor, wo eben Dauer plus, Schalt plus, Masse und so weiter mit drauf ist. Und auch hier findet ihr dieses grüne Kabel zum Beispiel. Das ist der Parksensor. Das heißt, der Bildschirm vom Gerät wird erst freigegeben für Videos oder für andere Funktionen, wenn das Gerät auf Handbremssignal drauf liegt. Ja? Also wir haben jetzt hier dieses Gerät auf Masse, dieses Parksignal draufgelegt, damit wir dem Gerät vortäuschen, dass die Handbremse angezogen ist, dass man das auch sozusagen während oder ständig einfach das Bild da hat. Den Anschluss hier haben wir noch, das ist natürlich der DAB-Antennenanschluss und da müssen wir dazu sagen, die DAB-Antenne liegt nicht im Lieferumfang des Gerätes dabei, sondern die müsst ihr dazu bestellen. Das gibt auch einen Grund, weil es nämlich eben sehr viele verschiedene Antennen gibt. Wir empfehlen euch ein paar mit dazu, wenn ihr auf den Artikel bei uns im Webshop gebt, seht ihr dabei, welche Antennen ihr dazu bestellen könnt oder ihr geht direkt bei uns rein und geht auf Antennentechnik mit dabei und schaut nach DAB-Antennen und sucht euch einfach eine passende raus. Wir haben das lilane Kabel. Das lilane Kabel ist das Reverse-Kabel. Das kann man an dem CAN-Bus-Anschluss ist es auch anzuschließen. Gibt auch einen extra Ausgang in diesem Paket, wo wir euch mitliefern für den CAN-Bus-Anschluss, wo wir dann eben das Rückwärtsgang-Signal hier bekommen. Das heißt, wenn hier dann eben entsprechendes Signal anliegt, also der Rückwärtsgang eingelegt ist, dann weiß das Gerät, das Signal von der Rear-View-Kamera, hier, das ist der Eingang, wird jetzt auf den Bildschirm übertragen. Rückwärtsgang wieder raus, habe ich meine Standardversion wieder da. Ich habe hier als noch ein Frontkamera in, also Video in, und wir haben auch noch ein Video out. Für alle, die jetzt zum Beispiel das Rear Seat Entertainment für die Kids auf dem Rücksitz machen möchten, eben zum Beispiel das Videosignal von DVD-Player über auszugeben für die hinteren Fernseher, wo ich eben einbaue, Monitore und kann dabei aber vorne navigieren. Ich kann DAB Plus hören oder eben UKW. Und kann durch die Dual-Zone-Funktion hinten was anderes abspielen lassen, wie das, was ich vorne als Fahrer eben genießen mag. Wir haben das Mikrofon für den Bluetooth-Modus hier mit im Lieferumfang mit dabei. Der wird hier entsprechend angesteckt an diesem Klinkenstecker. Wir haben ein UKW-Anschluss von jeder Antenne, die ihr im Fahrzeug bereits drin habt. Entsprechend gibt es vielleicht Adaptionen mit drauf, was aber im Paket 1 bis 3 schon komplett alles mit dabei ist, also auch Paket 1 bis 4. So, dann haben wir unsere 3 Cinch-Ausgänge. Wir haben Front, Rear und Subwoofer, das sind unsere Cinch, wo man dann externe Endstufen anschließen kann. Wir haben ein Audio-Out, das ist eben dann das Audiosignal zu unserem Rear Seat Entertainment zum Beispiel. Und wir haben den Mikrofon hatten wir schon, Remote Out, das ist eher was für Wohnmobilfahrer und so weiter, das braucht man eigentlich in dem Fall gar nicht. Eine Fernbedienung liegt im Lieferumfang nicht dabei, das könnt ihr mit dazu bestellen, wenn ihr möchtet, wer es braucht. Das Gerät lässt sich auch nicht in ein Wohnmobil einbauen, außer es ist ein Wohnmobil im T5 oder T6 oder irgendwie sowas, aber es ist ja eben fahrzeugspezifisch schon gebaut. Und dann haben wir hier noch einen Klinkenanschluss für die Lenkradfernbedienungsadaption. Ja? Die geht dann hier per Klinke rein. Und jetzt habe ich hoffentlich nichts vergessen. Was haben wir hier noch? Ein AV-In, das heißt meinen AUX-In als Video oder eben Audio oder eben alles zusammen, falls ich eine weitere Quelle habe, wie ein DVB-T-Tuner oder ein DVD-Tuner, einen externen. Also rein theoretisch lässt sich an dem Gerät hier und somit alles anschließen. Und ich glaube,
Jetzt haben wir so ziemlich alles durch, was es an Anschlüsse gibt. Ich hoffe, ihr kommt jetzt damit klar und falls nicht, ruft ihr uns halt an oder schreibt uns eine E-Mail.